Hey Marek, Hey Konstantin, wie geht's? gut, wie geht's dir? Super. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du diesen Music in Motion Contest gewonnen hast. Ich freue mich, dass du mich ausgewählt hast, dass der Song dir gefallen hat. Freut mich echt. Das ist echt ein gutes Ding. Als erstes würde ich sagen, lass uns mal online ein bisschen Files austauschen. Ja, Und dann kann ich hier mit meinen beiden Kollegen schon mal dran schrauben. Und dann freue ich mich, wenn du uns besuchen kommst und wir das Ding fertig machen. Cool, na dann, bis bald. ja. Ciao. Tschüss. So, das ist jetzt das Studio. Das ist Sessel. Hi. Hey, Konstantin. Das ist Paul. Super. Und das ist Miles mit den besten Ohren bei uns. Hey. So. Setz dich, schnapp dir den Stuhl. Du hast mir den ganzen Kram ja schon mal online geschickt. Ja. Und wir haben uns ein bisschen dran gesetzt. Und eigentlich war das echt schon ziemlich gut, wie es war. Deswegen wir haben jetzt wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel gemacht, wie du es dir vielleicht erwartet hast. Aber was wir gemacht haben, war so ein bisschen Drums ausgetauscht, ein bisschen rüber gemixt, ein paar Additional Keys und sowas. Ich mach's einfach mal an, dann kannst du es dir mal anhören. Vielleicht findest du es auch ganz schrecklich. Mal schauen. Nein. Ich hoffe nicht. So, oder? You better put your hands up. Your hands up, hands up. Put your hands up. Your hands up, hands up. Put your hands up, hands up. I'm a beast again. So you better. Sehr cool. Ja. Super. Ah, cool, freut mich. Soll ich dir mal zeigen, was wir mit den einzelnen Spuren gemacht haben? Gerne. Also guck, du hattest ja hier diese zweite Dance-Kick gehabt. Jetzt gucken, wo die kommt. Hier. Ja. Ich hatte die im Mix schon so ein bisschen mit Kompression und EQ bearbeitet, aber dann haben wir gemerkt, dass die doch irgendwie untenrum noch ein bisschen fehlt. Und hat Paul die ersetzt durch folgende hier. Die hat auch den Attack, aber klingt ein bisschen organischer. Und von Hause aus war das bei der halt so gewesen, dass sie untenrum nicht genug hatte. Also haben wir ein bisschen getrickst und mit dem Renaissance-Bass hier bei 67 Hertz halt noch ein bisschen was reingedreht, dass du da ein bisschen Bass reinbekommst. Ich zeige dir den Timer. Und vorher war es halt so. Und die andere schiebt einfach ein bisschen mehr, kommt ein bisschen besser durch. Aber ich fand deine Idee eigentlich ganz cool, dass die Bassdrum hier dünner ist als die Bassdrum in dem langsamen Teil. Das ist echt super. Dann haben wir hier hinten noch einen Loop addiert im Refrain. Das ein bisschen zerschnibbelt ist, weil du hattest ja hier diese Snare Drum Percussions da rein programmiert. Genau. Und die sind ja schon sehr cool. Damit es mal ein bisschen mehr nach vorne geht, ich kann es ja mal mitten ohne zeigen, haben wir den Loop noch dazu gepackt. Guck. Und dann hast du ja hier diese sehr coolen Drumrolls gehabt. Warte mal. Und da habe ich einfach einen Panline drauf gemacht. Das heißt, so ein Autopanner, das ist in der Zeit, wo das kommt, einmal von links nach rechts zieht. Und ansonsten ist es nur so ein kleines bisschen korrektiver EQ, einfach unten ein bisschen was weg und ein bisschen hoch mitten reingekurbelt. Was haben wir noch gemacht? Viel musste man gar nicht machen, das meiste waren Levels. Eine Hauptsache war, du hattest in dem langsamen Teil so einen Road-Sound drin gehabt. Ich mach's mal im Kontext mit an. Den fanden wir ein kleines bisschen zu organisch für den Track, deswegen haben wir so einen 80s Glockensound aus dem Andromeda genommen. Der klingt so. Und den dann reingefadet, ne? Das ist so ein bisschen bimmeliger als das Original Rhodes.
hands up. Surrender to me, girl. Make it so scared. You better put your hands up. Shorty wanna get that good love. And you better put your hands up. Surrender to me, girl. Make it so scared. You better Ja, passt sehr gut, der Sound. Cool. Dann haben wir noch ein paar Pads reingemacht, auch mit dem Andromeda. Weißt du, diesen Filterpad? Ja. Das ist eigentlich auch nur ein bisschen zur Unterstützung von dem, was sowieso schon da ist. Und dann haben wir hier noch so einen Sound, wo man zu zweit auf dem Keyboard gespielt hat und dann immer so ein bisschen getriggert hat. Also der bandet sich so rein und dann hat der A6 hat ja so einen Rhythm Controller. Kannst du da drauf dann den Filter legen und kannst dann da drauf rumklopfen und dann machst du die Gate-Sachen sozusagen live mit. Auf der Spur, also Genau, auf dem Ding da, Ach so. ja, dass du da dran drauf rumtippst sozusagen. Ich zeig's mal im Kontext, weil du hattest ja schon diese... Mach den mal weg. So, der war eh weg gewesen. Ja. Bring auch noch ein bisschen Bewegung rein, machst ein bisschen mehr Agro. Und dann, was wir bei den Drums immer sehr gerne machen, ist, dass wir die alle nochmal durch analoges Outboard packen. Was ich dann hier bei der Patchbay praktisch gemacht habe, ist, dass du hast hier die Eingänge von Pro Tools Ja. und hier die Ausgänge. Und dem gegenüber liegt immer genau die Hardware. Das heißt, du kannst jeden Kompressor ohne zu stecken oder auch jeden EQ kannst du ohne zu stecken den benutzen als wie ein Plugin. Ah, Also das sieht man hier ganz gut. Dann hast du hier auf der Spur diesen Sina-Limiter zum Beispiel. Und das ist dann dieses Gerät, was geinsertet ist. Ja. Und hier auf der Spur, das ist jetzt falsch beschriftet, steht Anamod, aber eigentlich ist es der Compex-Kompressor da oben. okay. Und dann steuerst du es darüber? Ja. Okay. Also was wir machen, ist halt, dass man das alles parallel mischt. Das heißt, wenn du jetzt, ich mache mal jetzt nur das trockene Signal solo ohne Kompression. Also klar, die Signale sind hier alle schon einzeln komprimiert und haben irgendwie EQ-Settings und sowas. Ne? Genau. Aber wenn du jetzt beispielsweise den Sina dir anhörst, der bringt die Transienten so nach vorne. Der macht so dieses Pockige, was dann durchkommt. Also es knallt einfach. Zeig's mal. Merkst du, das macht diese Klick. Ja. Und das kannst du halt dann zum Trocknen dazu schieben. Ne? Trocknen alleine klingt so. Und zusammen hast du dann eben den Attack, den du noch dazu schieben kannst. Also sind die dann zwei Spuren gleichzeitig? Genau, die werden gleichzeitig zusammengemischt. Und das ist halt das Coole, wenn du so ein Pro Tools HDX-System hast, dass es die Latenzen von den Konvertern kennt. Das heißt, das gibt dann nicht irgendwelche Latenzprobleme, sondern du kannst es einfach easy zusammenmischen. Und den zweiten Kompressor, den ich auch noch parallel benutze, ist der Compex. Und der macht genau das Gegenteil. Der holt praktisch die ganzen Tails und den ganzen Schmutz raus. Sage ich dir mal, wie der alleine klingt. Merkst du, der haut vorne total rein und zieht hinten die Fahnen dann runter. Und dann kannst du eigentlich mit den 3 Reglern kannst du schon relativ viel beim Drummix verändern. Also hier die mehr Fahne und hier mehr Kick. Das ist eigentlich auch ganz gut, wenn man mal nicht so viel Zeit hat zum Beispiel, dann kannst du einfach mit den 3 Reglern schon relativ viel machen. Wenn du den Künstler da hast und der wartet drauf, dass er irgendwie einrappt oder so. Was haben wir noch gemacht? Ja, auf deine Open Hat habe ich ein Delay gepackt. Merkst du, dass es so ein bisschen kommt? Und dann hast du halt das Ende, am Ende von diesen Teilen hast du immer das Problem, dass die Hi-Hat dann noch übergehangen hat. Also hat man das dann einfach runter automatisiert. Ja, dass du einfach einen Fader runterschiebst. Was sind eigentlich die Vocals her? Weil die sind echt ganz cool. Von Prime Loops. Und dann hast du sie gecuttet und hast dann mit Melodie gespielt und ja. so. Ja, das hat von den Akkorden gepasst und dann habe ich das ein bisschen gepitcht und mit Autotune ein bisschen angepasst Cool. und dann zurechtgeschnitten. Das heißt, weil es ein Sample ist, dann waren die halt eben auch schon komprimiert und bearbeitet. Deswegen musste man da jetzt im Mix gar nicht mehr so viel machen. Das Einzige, was mir aufgefallen war, ist, dass die sehr ein bisschen gezischt haben. Die hatten, also ich mache mal kurz hier die Spur, wie sie war sozusagen, unbearbeitet.
Put your hands up. Und deswegen habe ich da gleich 2 DSer draufgepackt. Einmal hier den von Mac DSP, um diese rauszunehmen. Oder nee, falsch rum. Ich habe den Mac DSP genommen, um diese ganz hohen, scharfen Esse rauszunehmen. Und um dieses SCH rauszunehmen, habe ich hier bei 2000 Hertz nochmal den DSer von Waves dahinter gepackt. Und dann kannst du Put your hands up. Hands up. also haben es geschafft, dann sozusagen nicht die Höhen allzu sehr zu beeinflussen, aber trotzdem zischt es jetzt nicht mehr ganz so sehr. Danach dann einfach hier Massenburg EQ, weil das Vocal an sich schon gut gemischt war. Einfach nur ein bisschen Wärme hier unten reingedreht bei 90 Hertz und ein bisschen Präsenz hier bei 2,4. Und was ich auch ganz gern benutze, ist hier halt Microshift. Einfach zum Breitmachen. Das ist von Soundtoys. Und was macht er genau? Der pitcht die eine Seite pitcht er ein bisschen nach unten und die andere ein bisschen nach oben und verzögert das Ganze auch noch ein bisschen. Das heißt, ich kann es dir ja mal hier bei den Vocals zeigen, wenn man den reindrehen würde. So ist ohne. Put your hands up. Hands Ich mach den mal extrem drauf. Merkst du, wie es breit wird? Also wenn du so viel machst, dann klingt es ein bisschen zu sehr nach Chorus für mich, aber wenn man da nur ein bisschen von nimmt, dann macht es einfach breiter und den Mix ein bisschen größer. Und das Zweite, was ich gerne mache, ist, ich habe 2 Spuren mit diesem Real ADT von Waves. Und die sind beide unterschiedlich eingestellt und haben aber praktisch nur das bearbeitete Signal. Und was das Ding macht, das ist so wie früher mit den Bandmaschinen, was die da im Abbey Road benutzt haben, dass du praktisch die auf Vari-Speed einstellst und dadurch kriegst du so eine Art Doppler-Effekt. Und die haben da extra eine Kiste damals gebaut und Waves hat die halt nachgebaut. Und wenn du 2 davon benutzt und die unterschiedlich einstellst, kriegst du dadurch auch einen Verbreiterungseffekt. Kann ich dir mal zeigen, wie das dann klingt. Put your hands up. Aber ich mache den Eventide erstmal wieder aus. Hier, so. Put your hands up. Hands up. Put your hands up. Hands up. Und ich mache es halt ganz gern, dass ich die beide in Kombination nehme, weil dann klingt es nicht so künstlich. Aber du hast trotzdem diesen super breiten Vocal-Effekt, was bei so einer modernen Musik ja super ist. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, irgendwas mit Live-Drums und eine Gitarre und ein Keyboard machen würden, dann kannst du es natürlich nicht machen. Ja. Aber Put your hands up. und ansonsten haben wir einfach einen Reverb-Send, dass ein bisschen Hall drauf Put ist. your hands up. Hands up. Und das geht dann hier auf den R2 Put Gesang. your hands up. Hands up. Und ein ganz kurzes Delay, was eigentlich auch nur das Ganze ein bisschen breiter macht. Put your hands up. Hands up. Put your hands up. Und davon nehmen wir halt auch nur so ein bisschen, dass du es eigentlich fast nicht hörst, aber wenn du die alle zusammen hast, hast du halt echt einen relativ großen Vocal-Sound. Girl, make it toast, girl. You better put your hands up. Shawty wanna get that good love. And you better put your hands up. Surrender to me, girl. Make it toast, girl. You better put your hands up. Shawty Genau, und hier unten sind noch ein paar Vocal-Cut-Spuren. Da haben Sessel und Paul dran gebastelt. Und zwar, du hast ja auch schon dein Sample ein bisschen bearbeitet und gechoppt. Und es sind einfach noch ein paar zusätzliche Pitch- und Chop-Geschichten. Und die werden dann halt so reingeschnitten, dass es zum Rest ganz gut passt. Das gleiche im Prinzip nochmal hier. Mit den Percussions. Da kannst du auch coole Breaks mitbauen. Wie ist das in Stereo und dann das eine ist vorwärts und das andere Das eine ist vorwärts und das andere rückwärts. Ja, genau. Da gibt es so ein paar Max-Plugins, mit denen du das machen kannst. Ich meine, ein einfacher Weg, wie man sowas auch ähnlich machen kann, ist ja dieses Stutter-Edit von Isotope. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo du die Sachen dann so aufs Keyboard legen kannst. Aber wir machen das meistens so, dass die Sachen dann relativ random sind. Und man lässt die Spuren dann ein paar Mal durchlaufen und muss dann halt per Hand hingehen und schnipseln, bis es irgendwie nett ist. Hier sind auch noch so ein paar. Die Pausen sind sehr stark, aber
Pausen hast du ja auch schon drin gehabt. Ne? Ich glaube, wir haben nur ein paar zusätzlich reingeschnitten, damit die Effekte ein bisschen mehr. Aber die bisschen wirken mehr jetzt ein nach vorne bisschen kommen. stärker. So. Cool. Achso, ja, und dann haben wir auf die Summe noch ein bisschen analoges Output gepackt. Und zwar so eine. Das hier. Ich glaube, wir fangen an mit dem SSL-Kompressor. Das ist nicht wirklich ein SSL, den hat ein Kumpel von mir gebaut. Also der Schaltplan kursiert im Netz und das ist ein kleines bisschen modifiziert, was mir ein bisschen besser gefällt. Und der macht nicht wahnsinnig viel. Das ist wirklich einfach nur, dass du 1 dB vielleicht wegkomprimierst. Das siehst du, der macht das eigentlich nur, dass es ein kleines bisschen zusammengezogen wird und dass es ein kleines bisschen punchiger ist. Was viel mehr einen Unterschied macht, ist, wir haben danach dann noch den Curve-Bänder von Chandler. Und da drehe ich ein ganz kleines bisschen Bässe, Mitten und Höhen einfach rein. Das klingt fast schon ein bisschen gemastert. Ich kann den ja mal ausmachen, dann merkst du den Unterschied. Merkst du, das ist gleich irgendwie ein bisschen nasiger und dumpfer. Und dann geht das Ganze noch durch einen Manly Slam, aber der macht gar nichts. Den jage ich nur durch die ganzen Sachen, weil es ein bisschen größer danach klingt. Also ist halt auch ein Transformer Also gar drin. nichts eingestellt. Nee, Ja. genau. Also das ist praktisch so eingestellt, dass er nichts macht, dass das Signal nur durchgeht. Weil eigentlich könntest du auch noch limiten Ja. und so eine Geschichten. Das hat sich aber also bei dem Track nicht so gut gepasst. Da hat es schon gereicht, was wir mit dem SSL gemacht haben. Und es klingt aber trotzdem, finde ich, noch ein bisschen größer, wenn man es trotzdem einfach nur durch den Schaltkreis packt. Ja, in den Tracks hat es ja auch 2 Bässe gehabt. Du hast einen gehabt, der hier so pumpt. Also beziehungsweise hier pumpt er nicht, aber an einer anderen Stelle tut er das. Wo war es denn hier? Genau. Genau, das hier. Ja. Wie hast du das gemacht? Mit Sidechain. Hast du einen Volume. Kompressor drauf gemacht, oder? Nee, ich habe so ein Plugin von Volume Shaper und dann läuft die Spur durch und dann stelle ich das ein, wie doll das pumpt. Cool. Und an den Stellen, wo es praktisch nicht ist, hast du das Plugin dann deaktiviert, oder? Genau. Okay. Cool. Und der zweite Bass, den du hast, das ist ja so ein bisschen einer, der nicht so viel Tiefen hat, aber der so ein bisschen aggressiver ist, ne? Das ist eigentlich derselbe, nur ich habe die Tiefen rausgeschnitten, habe okay. den oben noch Distortion drauf gemacht und die Höhen ein bisschen angezogen. Cool. Und eigentlich ist dasselbe. Aber ist der gleiche Sound, oder? Genau. Das ist ganz lustig, weil was wir gemacht haben, ist eigentlich genau das gleiche, nochmal ein bisschen weiter getrieben. Okay. Wir haben auf diese Zweitbassspur habe ich noch mehr Distortion draufgedreht. Was hast du genommen für ein Plugin? Das normale, das Standard Distortion, was dabei ist. Okay, genau. Und ich habe hier Decapitator nochmal draufgepackt Okay. von Soundtoys. Guck, ohne. Das ist schon ein bisschen distorted, aber so ist noch ein kleines bisschen gemeiner. Ne? Ja. Und was hier halt auch ganz cool ist, du hast halt hier einen Wet-Dry-Regler. Das heißt, ich nehme eigentlich bei Bässen ganz oft mehr Distortion, als es eigentlich braucht. Ja. Also so ist es schon sehr kaputt. Und jetzt kannst du aber halt das trockene Signal wieder mit reindrehen. Und das setzt sich dann auf dem Mix besser durch, als wenn du weniger Distortion nimmst, das aber auf voll den Mix lässt. Und ich glaube, EQ'd habe ich da unten noch ein bisschen ein paar von deinen Höhen, die du reingedreht hast, wieder rausgedreht. Ach so. Aber nur deswegen, weil deine ganzen Synthes, die da drin sind, die haben super viele Höhen gehabt. Ja. Also du hast ja hier die beiden Hauptsynths, die hier spielen. Die habe ich auch noch ein kleines bisschen aggressiver gemacht und untenrum was weggedreht, damit die ganzen Bässe Platz haben, um den Teil vom Spektrum einzunehmen. Siehst du, die sind noch ein bisschen brillanter jetzt geworden. Und dann kommen bei dir noch so 2 andere Synthes dazu, die so einen Plink-Sound machen. Genau. Und die habe ich ziemlich extrem beschnitten. Da habe ich wirklich nur, damit die ihren eigenen Platz im Mix praktisch haben, habe ich einen ganz nach links gepannt und einen komplett nach rechts. Die waren ja vorher beide Stereo, aber so, dass dass es halt ein bisschen breiter wird im Stereobild. Und habe hier richtig bei 700 Hertz unten das weggeschnitten und einfach noch 5 Kilohertz dazugegeben, damit sie auch durchstechen und ich im Mix ein bisschen leiser machen kann eigentlich. Ja, dann dann haben die Vocals noch genug Platz, weil die nehmen ja auch, das ist immer das Problem, dass du sehr viele Sachen im gleichen Frequenzbereich hast. Du hast die Vocals, die sich da oben abspielen, du hast die Synthes, die sich da abspielen. Und dann musst du manchmal mit etwas radikalerem EQ, musst du dem Ganzen sozusagen sein eigenes Feld geben, dass man da ein bisschen arbeiten kann. So, das ist, glaube ich, eigentlich das, was wir gemacht haben an dem Ding. Was sagst du denn? Cool, ja.
richtig geil. Also die Abwechslung, die jetzt reingekommen ist in den zweiten Part, ist auch richtig, richtig gut. Und die kleinen Sachen, die allgemein, so die Drums, die dazugefügt wurden, klingt nochmal ein bisschen besser. Also geht mehr nach vorne jetzt. Ne? Also Super, cool. Es freut mich, dass dir gefällt. super das Ding. Wir wollten auch nicht zu viel machen, nicht, dass du deinen Song nicht wieder erkennst. Ah, doch, doch. Prima. Ist nochmal, vorher war es cool, jetzt ist es geil. Cool, super, vielen Dank. Also besser abmischen allgemein, mehr Abwechslung und auch schlauer, das alles zusammen zu verbinden. Also die Tricks mit den Bussen und so, das muss ich nochmal selbst anwenden und ausprobieren. Hey Konstantin, cool, dass du vorbeigekommen bist, hat Spaß gemacht. Ja, danke für mich auch. Also danke, dass ich hier sein durfte. Gut. Ja, ciao. Better than me, girl.